Also ich habe hier zum Beispiel jetzt ein User-Interface vom Side-Sound-System. Das heißt, wenn ich jetzt hier mute oder lauter, leiser mache, dann verändern sich die Lautstärken im gesamten Themenbereich. Also nicht in einem bestimmten Bereich, sondern komplett im gesamten Bereich kann ich hier lauter, leiser setzen. Dann haben wir unsere einzelnen Themenbereiche mit der Main Suite. Hier haben wir auch komplett alle Bereiche oder Lautsprecher, die ich jetzt einzeln lauter, leiser machen kann. Wenn wir zum Beispiel, wir hatten letztens den Fall, dass wir eine Filmaufnahme hatten im Park, dann können wir einzelne Bereiche zum Beispiel komplett muten. Das heißt, der andere Lautsprecher, die laufen einfach komplett weiter und in diesem Bereich wird jetzt gerade gefilmt, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich mute diesen Bereich und dann haben wir dort Ruhe und da können wir Filmarbeiten stattfinden lassen. Gleichzeitig haben wir auch öfters mal Special Events oder sonstiges und können diesen Bereich dann auch von den anderen dann einfach mal ausblenden, wenn wir möchten. Das Ganze ist einmal durchgeführt in allen Themenbereichen. Wir haben hier unsere gesamten Player. Das heißt, ich kann auch mal eine andere Audiospur laufen lassen, wenn ich möchte, theoretisch. Wir haben unsere Parade. Das ist dann zum Beispiel jetzt ein Bereich, ich bin jetzt gerade als Administrator eingeloggt, das heißt, ich habe natürlich Zugang zu allen Bereichen. In diesem Bereich Parade kommt zum Beispiel nur ein Showtechniker rein, der hat jeder einen individuellen Passcode, das heißt, ich kann auch immer sehen, wer sich quasi wie einloggt. Das dient auch zu unserer Sicherheit ganz einfach. Und hier kann ich dann die Parade starten. Ich kann aber auch sagen, okay, wir haben gerade eine Regenschauer, das heißt, unsere Parade verzögert sich. Ich kann die Parade auch canceln und wir haben komplett einzelne Zonen, die dann zugeschaltet werden. Das heißt, die Parade startet, wir haben nur diesen ersten Abschnitt, wo die Musik läuft. Hinter dem Bereich, Eingangsbereich, da ist noch keine Parade zu sehen. Warum soll ich dort doch schon die Paradenmusik laufen lassen? Das macht ja keinen Sinn. Also habe ich nur diesen ersten Bereich und schalte nach und nach dann diese Bereiche zu, wo sich dann die Parade auch befindet. Das Ganze kann man wirklich noch nicht automatisiert machen, weil mal ist es langsamer, mal ist es schneller und das muss man wirklich dann einfach händisch machen, die ganze Geschichte. Wir haben unsere Showmutes, das heißt, wir haben öfters mal, dass wir in Systeme reinspielen, wie zum Beispiel bei der Jetski Show, da haben wir ein externes System, dort spielen wir über Dante in unser Side-Sound-System rein. In dem Moment, wo ich Show drücke, schaltet dann quasi der Side-Sound sich einmal um. Ich habe mein Dante-Interface aktiviert in dem Moment und kann dann extern in diesen Bereich dann reinspielen und die ganze Show-System über unser Side-Sound-System laufen lassen. Das gleiche dann wieder rückwärts, das heißt, wenn die Show vorbei ist, gehe ich wieder nach Hause und habe dort dann meinen Audio-Player wieder aktiviert von den einzelnen Themenbereichen. Ansagen, auch ein wichtiges System. Hier kann ich Evakuierung vom Park setzen. Ich kann das System umändern auf Halloween, auf Standardparkbetrieb. Kommt jetzt noch ein dritter Button dazu mit Christmas, wo wir dann das direkt umschalten können auf Weihnachten. Wir haben unsere Evakuierungsansagen von den Lautstärken her. Hier haben auch wirklich nur ganz, ganz wenige Leute Zugriff drauf. Das ist ein paar Direktoren von uns, der zuständige Park 1-Chef hat Zugang zu den ganzen Systemen. Wir haben Zugriff, klar, als programmierende oder als technische Stelle. Aber ansonsten hat in diesem Bereich überhaupt gar keiner Zugriff drauf und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ich habe meine Status, den ich jederzeit sehen kann. Das heißt, ich bin irgendwo im Park unterwegs, bekomme die Info, wir haben hier ein Problem. Ich packe mein Tablet aus, schaue nach, wo haben wir gerade das Problem und sehe irgendwie eine Endstufe vielleicht offline und dann weiß ich schon, wo gerade das Problem liegt und kann das innerhalb von kurzer Zeit beheben. Gleichzeitig unsere Inputs, was spiele ich gerade wie rein und was spiele ich gerade einmal komplett raus. Und wir können das gesamte System natürlich nochmal manuell steuern. Das heißt, ich kann die Parkmusik auch außerhalb der Öffnungszeiten manuell anmachen. Ich kann die Parkmusik gleichzeitig ausmachen und zwischen Halloween und normal auch wechseln. Also das sind so einmal unsere gesamte Oberfläche, die ich jetzt habe für unser Side-Sound-System. Und wenn ich jetzt das Ganze wieder wechsle, dann kann ich jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, ich gehe jetzt rein in Studio 7 und habe hier zum Beispiel meine Inputs, die ich reinspielen kann.
Ich kann hier gleichzeitig auch alles hin und her routen. Wenn ich jetzt ein Special Event habe und einen Techniker habe, der in unser System reinspielt, kann ich ihm auch sein Audio auf unsere Monitor routen, auf unsere Delay routen und so weiter, ohne dass ich im System intern irgendwo was anpacken muss. Und irgendwo in der Programmierung was ändern muss. Das gleichzeitig mit den Outputs. Wir haben PA links, Center rechts, wir haben eine Delay, Monitor, Subwoofer, Showkontrolle, Lautsprecher und separat nochmal 2 AUXe, wo ich auch nochmal Lautsprecher hinstellen kann, Backstage, Outdoor oder irgendwas in der Richtung. Die kann ich über die Fader direkt steuern und ich brauche nicht irgendwo auch hier in der Programmierung irgendwas ändern. Und das Wichtigste ist wirklich unsere komplette Showkontrolle. Das heißt, wir haben hier unsere Magic Show Sherlock Holmes und ich kann über ein Tablet den Einlass zum Beispiel starten. Ich kann die Show auch über Tablet starten, wenn ich gar nicht in der Showkontrolle bin. Das ist irgendwo ein Problem gerade personell. Wir können das dann darüber dann starten oder Lautstärke anpassen. Ich kann im Publikum sitzen und kann dort die ganze Show theoretisch steuern und im Publikum gleichzeitig Lautstärke hören und die dann nochmal anpassen. Das ist alles komplett möglich. Ne? Das läuft alles automatisiert und hier ist auch, wie gesagt, der Q-SYS Core das Hauptsystem, was die gesamte Showkontrolle übernimmt, sei es Video, sei es Audio oder auch die ganze Lichtsteuerung.